Wenn ihr einen Mod geschrieben habt, wollt ihr diesen vielleicht irgendwann dann auch mal veröffentlichen und wie das geht, also zumindest wie man den Teil macht, dass man den Mod dann aus der Modding-Umgebung rauskriegt und dann spielbar fürs reguläre Minecraft macht, das will ich euch jetzt einmal zeigen. Euren Mod zu exportieren ist eigentlich extrem einfach. Das Einzige, was wir dafür machen müssen, ist, wir öffnen hier einfach unsere PowerShell in unserem Ordner und geben hier ein /Gradle wie Bild. Nach einer gewissen Zeit sollte er das dann auch fertig haben. Und dann können wir hier in Bild, Lips und dann haben wir hier diese ganzen Dateien. Da ist dann hier die normale Datei. Das müsste dann euer Mod sein. Diese Mod-Datei könnt ihr dann einfach nehmen. Könnt ihr hier in eure Minecraft-Mod-Sachen installieren. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass wenn ihr hier so Sachen wie den Trinkets-Mod hier als Bedingungen vorgegeben habt, dass ihr das auch installiert. Und dann habt ihr das Ganze schon im Spiel. Das Ganze funktioniert im Übrigen bei Fabric und bei Forge genau identisch. Bei Forge habt ihr dann auch hier Bild, Lips und habt dann hier Tutorial 1.0 als Mod-Datei einfach nur drin und nicht so verschiedene Dateien wie bei Fabric das irgendwie der Fall ist. Ja, und so könnt ihr Mods exportieren. Und wie ihr seht, ich bin hier gerade so in meiner kleinen Testwelt und da haben wir dann hier auch unseren Tutorial-Tab, wo wir jetzt die ganzen Items aus unserem eigenen Tutorial-Mod drin haben. Ja, und so kriegt ihr euren Mod dann in Minecraft rein und das war's dann auch eigentlich schon von diesem Tutorial. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial und bis dahin, tschüss.